Hallo und willkommen. Heute nehmen wir uns mal das Fundament von Microsoft Azure vor. Hallo. Wir haben uns ja die Unterlagen für die AZ900-Prüfung, also die Azure Fundamentals, angeschaut. Und was mir da sofort aufgefallen ist, bevor man überhaupt über einen einzigen Dienst redet, geht es um Struktur, Struktur und nochmal Struktur. Ja, Das scheint wirklich das absolute A und O zu sein. Und die Frage ist doch, warum ist Azure so, fast besessen von dieser Hierarchie? das ist eine perfekte Beobachtung. Also du triffst den Nagel auf den Kopf. Man kann es sich vorstellen wie beim Hausbau. Okay. Bevor du auch nur einen einzigen Ziegelstein setzt, brauchst du einen Plan, ein Grundstück, ein klares Konzept. Mhm. Und wenn dieses Fundament falsch ist, wird alles, was du drauf baust, wackelig, unsicher und, wie du dir denken kannst, am Ende unendlich teuer. Ja, klar. Und genau deshalb ist das ja nicht nur der größte Block in der Prüfung, wir reden hier von 35–40% der Fragen, sondern eben auch der entscheidende Faktor in der Praxis. Okay, dann lass uns dieses Fundament mal Stein für Stein freilegen. Wir fangen am besten ganz außen an, auf der globalen physischen Ebene, also die Azure-Region. Genau. Das ist ja quasi die allererste Entscheidung, die man trifft. In welchem Teil der Welt will ich überhaupt sein? Richtig. Eine Region ist im Grunde ein geografisches Gebiet auf der Weltkarte. Sowas wie West Europe in den Niederlanden oder Germany West Central hier bei uns in Frankfurt. Mhm. Und in so einem Gebiet betreibt Microsoft dann mindestens ein, aber meistens mehrere riesige Rechenzentren, die mit einem extrem schnellen Netzwerk verbunden sind. Und die Wahl der Region hat ja wahrscheinlich zwei ganz simple Gründe, oder? Ja, im Kern zwei. Erstens die Latenz. Du willst deine Dienste so nah wie möglich bei deinen Nutzern haben. Damit alles schnell ist. Genau, damit alles schnell reagiert. Und zweitens, und das wird wirklich immer wichtiger, ist die Datenresidenz. Also die gesetzlichen Vorgaben, in welchem Land deine Daten überhaupt liegen dürfen. Jetzt gibt es da aber dieses Konzept der Regionspaare, auf Englisch Regional Pairs. Ich dachte erst, super, dann nehme ich für meine Ausfallsicherung einfach Frankfurt und sagen wir Japan. Dann bin ich global abgesichert. Ja, das denken viele. Aber so einfach ist es anscheinend nicht. Azure gibt diese Paare fest vor. West Europe ist zum Beispiel mit North Europe in Irland gepaart. Warum diese Einschränkung? Das ist eine exzellente Frage, weil sie direkt zum Kern des Konzepts führt. Es geht nicht nur darum, im Falle einer Naturkatastrophe eine zweite Region zu haben. Das stimmt zwar, aber Das ist nur die halbe Wahrheit. das ist nur die halbe Wahrheit. Der eigentlich geniale Gedanke dahinter ist der Schutz vor, von Microsoft selbst verursachten Problemen. Aha. Azure rollt große, systemkritische Updates niemals gleichzeitig auf beide Regionen eines Paares aus. Wenn also ein Update in West Europe schief geht und alles lahmlegt, kannst du sicher sein, dass dein Backup in North Europe davon unberührt bleibt. Ah, okay. Das ist ein entscheidender Punkt. Man sichert sich also auch gegen den Anbieter selbst ab. Clever. Sehr clever. Du schützt dich also nicht nur vor Erdbeben, sondern auch vor fehlerhaftem Code. Aber ich sehe hier eine Notiz zu asymmetrischen Paaren. Das klingt jetzt wieder kompliziert. Ist es gar nicht. Ist nur eine kleine Ausnahme. Brasilien Süd ist zum Beispiel mit einer Region in den USA als Backup gepaart, aber umgekehrt nicht. Das hat meist politische oder infrastrukturelle Gründe. Wichtig für dich ist aber vor allem, nicht jede Region hat ein Paar. Gerade neuere setzen stattdessen voll auf die nächste Ebene. Genau. Und die sollten wir jetzt besprechen. Wenn die Region das Land ist, was sind dann die Stadtteile? Das müssten dann die Availability Zones sein. Auf Englisch Availability Zones, kurz AZs. Perfekter Vergleich. Eine Availability Zone ist ein physisch getrennter Standort innerhalb einer einzigen Azure-Region. Okay. Stell dir vor, in der Region Frankfurt gibt es 3 Zonen. Jede Zone ist ein eigenes Rechenzentrum oder sogar eine Gruppe davon, mit komplett unabhängiger Stromversorgung, Kühlung, Netzwerk. Also komplett autark. Völlig autark. Fällt eine Zone wegen eines Stromausfalls oder, was weiß ich, einer lokalen Überschwemmung aus, laufen die anderen beiden einfach weiter. Das klingt nach einem teuren Sicherheitsaufwand. Wie weit sind die denn voneinander entfernt? Stehen die quasi nebeneinander? Das ist genau der technologische Kompromiss, den Microsoft da eingeht. Die sind nah genug beieinander, damit die Datenübertragung extrem schnell ist. Wir sprechen davon unter 2 Millisekunden. Wow.
Gleichzeitig sind sie aber weit genug entfernt, damit ein lokales Desaster wie ein Brand nicht alle auf einmal erwischt. Das ist ein echter Balanceakt. Und wie nutze ich das jetzt konkret für meine Dienste? Muss ich meine Anwendung 3-mal installieren? In jeder Zone einmal? Das kommt drauf an. Und die Unterscheidung ist auch prüfungsrelevant. Es gibt zonenredundante Dienste. Da sagst du Azure im Grunde nur, mach mal hochverfügbar. Und dann? Und der Dienst verteilt sich dann automatisch auf alle 3 Zonen. Fällt eine aus, regelt Microsoft das im Hintergrund für dich. Das ist der bequeme Weg. Okay. Und der andere Weg? Das sind die zonalen Dienste, da entscheidest du selbst. Diese Ressource hier soll bitte nur in Zone 1 laufen. Das ist ja der klassische Trade-off, oder? Bei zonenredundant kaufe ich mir Bequemlichkeit, zahle dafür aber vielleicht mehr. Bei zonal habe ich die volle Kontrolle, muss aber auch die ganze Arbeit selbst machen, wenn was schief geht. Genau so ist es. Du hast die Wahl zwischen einem Managed Service für Hochverfügbarkeit und dem Do-it-yourself-Ansatz. Mehr Flexibilität, aber eben auch mehr Verantwortung. Gut. Das physische Fundament, das Grundstück und die Gebäude steht. Aber eine leere Fabrikhalle nützt ja nichts. Richtig. Wir brauchen eine Firmenstruktur, Abteilungen, Budgets. Wie bildet man das in Azure ab? Das Ganze scheint ja mit den Abonnements, den Subscriptions, loszugehen. Korrekt. Die Subscription ist die grundlegende Organisationseinheit. Man kann sie sich wirklich wie eine Abteilung oder ein großes Projekt vorstellen. Mhm. Jede Subscription ist eine eigene Abrechnungseinheit. Alles, was da drin passiert, landet auf einer Rechnung. Und sie ist eine Grenze für die Verwaltung. Das heißt, das Marketing-Team hat nur Zugriff auf die Marketing-Subscription und die Entwickler nur auf ihre. Exakt. Das Ganze lebt dann innerhalb eines übergeordneten Tenants. Der ist quasi deine ganze Firma in der Microsoft Cloud und verwaltet die Benutzeridentitäten. Okay, aber wenn mein Unternehmen jetzt wächst und ich Dutzende Subscriptions habe, Entwicklung, Produktion, für jede Landesgesellschaft eine, das wird doch zum reinsten Chaos. Absolut. Ich brauche doch eine Art Vorstand oder CEO, der die Regeln für alle festlegt. Und genau dafür gibt es die nächste Ebene. Die Verwaltungsgruppen, auf Englisch Management Groups. Das ist exakt der Vorstand in deiner Analogie. Aha. Eine Management Group ist wie ein Ordner, in den du mehrere Subscriptions reinlegen kannst. Der Clou dabei ist die Vererbung. Du kannst eine Sicherheitsrichtlinie einmal auf der Ebene der Management Group definieren und die gilt dann automatisch für alle darunter. Für alle darunter. Exakt. Das heißt, ich kann festlegen, in keiner Subscription, die zur Produktionsmanagement Group gehört, darf eine Ressource ohne Backup erstellt werden. Und das wird dann einfach durchgesetzt? Genau das. Das spart einen gigantischen administrativen Aufwand und sorgt für einheitliche Standards. Man kann diese Gruppen sogar verschachteln, bis zu 6 Ebenen tief. So kann man also die ganze Firmenstruktur abbilden. Genau, vom Konzern bis zur einzelnen Abteilung. Das ist extrem mächtig für die sogenannte Governance. Super, das Bild wird klarer. Wir haben den Vorstand, die Management Group, darunter die Abteilungen, die Subscriptions. Was ist dann die letzte Stufe? Die Ressourcengruppe, die Resource Group? Das Projektteam. Das ist die perfekte Analogie. Eine Ressourcengruppe ist ein logischer Container für alle Ressourcen, die zu einem Projekt gehören und denselben Lebenszyklus haben. Also alles, was zusammen erstellt, verwaltet und am Ende auch wieder zusammen gelöscht wird. Genau. Die Web-App, die dazugehörige Datenbank, der Speicher für die Bilder, alles in eine Gruppe. Das klingt eigentlich trivial, aber ich kann mir vorstellen, dass das in der Praxis oft falsch gemacht wird. Oh ja. Ich erinnere mich an einen Fall. Ein Kunde hat am Anfang alles in eine einzige, riesige Ressourcengruppe geworfen. Oh je, produktive VMs, Testdatenbanken, alles durcheinander. Als sie dann nur das Test-Frontend löschen wollten, hat ein Admin aus Versehen die ganze Gruppe gelöscht. Und damit auch die produktive Kundendatenbank? Und damit auch die produktive Kundendatenbank. Eine sehr schmerzhafte Lektion darüber, warum die Trennung nach Lebenszyklen so überlebenswichtig ist. Autsch, das will man nicht erleben. Wichtig ist aber auch, die Ressourcen in einer Gruppe können in verschiedenen Regionen liegen, oder? Absolut. Die Gruppe ist nur ein logischer Container. Der Standort der Ressourcengruppe selbst speichert nur ihre Metadaten, quasi die Inhaltsliste. Die Ressourcen darin können über den ganzen Globus verteilt sein. Okay. Wir haben jetzt also den Standort mit Regionen und AZs, wir haben die Firmenstruktur. Aber wer ist jetzt der Bauleiter auf der Baustelle?
Wer nimmt all meine Befehle entgegen und sorgt dafür, dass alles koordiniert abläuft? Mhm. Das muss dieser Azure Resource Manager sein, von dem man immer liest. Der ARM, auf Englisch, ARM. Du bringst es auf den Punkt. Der Azure Resource Manager, ARM, ist das Gehirn und das Nervensystem von Azure. Man muss verstehen, jede einzelne Anfrage an Azure läuft über den ARM. Jede einzelne. Jede einzelne. Egal, ob du im Webportal was klickst, ein Kommando tippst oder eine Anwendung über eine API was anfordert. Alles landet beim ARM. Er ist die einheitliche Kontrollebene. Das war aber nicht immer so, oder? Ich habe da was vom klassischen Bereitstellungsmodell gelesen. Richtig, das war sozusagen der wilde Westen vor dem ARM. Im klassischen Modell war jede Ressource ein eigenes Silo. Wenn du eine Web-App mit einer Datenbank verbinden wolltest, musstest du alles manuell konfigurieren. Extrem fehleranfällig, stelle ich mir vor. Und chaotisch. Der ARM hat dieses Paradigma komplett verändert. Was hat uns dieser zentrale Chef denn nun konkret an Vorteilen gebracht? Der größte Vorteil ist, dass du Ressourcen jetzt als logische Einheit eben in einer Ressourcengruppe verwalten, ganz gemeinsam bereitstellen, aktualisieren, löschen. Und die Zugriffsrechte? Genau. Du vergibst die Rechte auf der ganzen Gruppe statt für jede einzelne Ressource. Und, das ist vielleicht der revolutionärste Punkt, der ARM ermöglicht Infrastructure as Code. Infrastructure as Code. Das klingt beeindruckend. Das heißt, ich schreibe quasi den kompletten Bauplan für meine IT-Infrastruktur in eine Textdatei, Gibst sie dem ARM und der baut das dann exakt so auf. inklusive der richtigen Reihenfolge? Also Fundament vor dem Dach? Genau das ist die Magie. Diese Baupläne nennt man ARM-Vorlagen oder ARM-Templates. Das sind im Grunde Textdateien. Darin definierst du alles und auch die Abhängigkeiten. Du sagst, ich brauche ein Netzwerk und erst danach will ich darin eine VM. Der ARM kümmert sich um die Reihenfolge. Das macht alles wiederholbar und konsistent. Absolut. Ein Wendepunkt. Das war jetzt eine ganze Menge. Lass uns das Bild nochmal kurz zusammensetzen. Also, auf der physischen Ebene wählen wir unseren globalen Standort mit den Regionen. Und sorgen für lokale Ausfallsicherheit mit den Availability Zones. Korrekt. Darauf bauen wir dann unsere logische Firmenstruktur auf. Ganz oben die Management Groups als Vorstand. Die Regeln für die Abteilungen, die Subscriptions vorgeben. Und in jeder Abteilung gibt es dann die Projektteams, die Ressourcengruppen. Und der das alles zusammenhält und die Befehle umsetzt, ist der Azure Resource Manager, der ARM. Perfekt zusammengefasst. Der zentrale Betriebsleiter, der auch Konzepte wie Infrastructure as Code über ARM-Vorlagen erst möglich macht. Und dieses Verständnis der Hierarchie Management Group über Subscription, über Resource Group, das ist das, worauf es ankommt. Absolut. Sowohl in der Prüfung als auch, und das ist viel wichtiger, in der täglichen Arbeit mit Azure. Was bedeutet das alles jetzt für dich in der Praxis? Es bedeutet, Azure eben nicht als eine Art Supermarkt zu sehen, wo man wahllos Dienste aus dem Regal nimmt. Ja, genau. Man muss es als ein strukturiertes Ökosystem verstehen. Der Aufbau, den du am Anfang wählst, hat direkte, oft irreversible Auswirkungen auf Kosten, Sicherheit und die tägliche Arbeit. Und genau deshalb hier ein Gedanke zum Mitnehmen: Plane diese Hierarchie frühzeitig und sorgfältig. Es ist unendlich viel einfacher, zu Beginn eine gute Struktur zu schaffen, als später eine chaotisch gewachsene Umgebung zu reorganisieren. Das Fundament nachträglich zu ändern, ist eine Katastrophe. Genau. Deshalb eine kleine Übung für dich. Stell dir vor, du musst eine Azure-Umgebung für ein Unternehmen mit Entwicklungs-, Marketing- und Produktionsabteilungen aufbauen. Wie würdest du Management Groups, Subscriptions und Ressourcengruppen ganz konkret einsetzen? Skizzier das einfach mal für dich. Das hilft, diese Konzepte weit über reines Auswendiglernen hinaus wirklich zu verinnerlichen.